Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Osterburg in Weida und in diesem Video erfahrt ihr wieder interessante Geschichten über das Leben auf der Burg und die Vögte. Die Vögte von Weida, Gera und Plauen waren eine bedeutende mittelalterliche Adelsfamilie im Gebiet von Ostthüringen, Nordböhmen, dem südwestlichen Sachsen und Teilen Oberfrankens. Ihr ehemaliges Herrschaftsgebiet zwischen Oberer Saale, Pleiße und Regnitz wird auch Vogtland genannt. Seit dem 11. Jahrhundert kam es zur Entstehung eines dichten Netzes von Burgen östlich der Saale. Es waren in erster Linie militärische Zweckbauten zur Sicherung des eroberten slawischen Landes. Von der ursprünglich romanischen Bauweise der Osterburg im 12. Jahrhundert sieht man nichts mehr, weil um 1540 der sächsische Baumeister Nikolaus Grohmann im Auftrag der wettinischen Landesherren das repräsentative Wohngebäude der Vögte in ein Renaissanceschloss umgebaut hat. Das heute so bezeichnete Neue Schloss der Osterburg beinhaltet den Baukörper des vormaligen viergeschossigen Saalbaus, der zeigt, was an italienischer romanischer Steinmetzkunst zu finden ist. Die Arkaden, die nach dem Umbau rekonstruiert werden konnten, vermitteln einen guten Eindruck vom ehemaligen Palas. Er war mit seinen Säulen und Rundbogenfenstern eine sorgfältige Werksteinarbeit. Die Ministerialenfamilie siedelten Anfang des 12. Jahrhunderts aus dem Westharz oder der Unstrut-Gegend in das Gebiet der oberen und mittleren Weißenelster über. Vogt Erkenbert wird bereits in der ersten schriftlichen Überlieferung vom Jahr 1122 mit Weida in Verbindung gebracht. Mehrfach sind die Ministerialen als Reichslandrichter im Eger- und Pleißenland erwähnt. Weil dieses Gebiet von den westlichen Kaiserpfalzen aus gesehen weit im Osten lag, wird es auch Osterland genannt. So kam die Stammburg der Vögte in Weida zu ihrem Namen: Osterburg. Aus jener Zeit ist heute nur noch der charakteristisch gestufte, 54 Meter hohe Bergfried erhalten geblieben. Sein achteckiger Kern aus Backstein wurde später mit Bruchsteinen ummantelt und im 14. Jahrhundert durch den 17 Meter hohen Aufsatz mit Steinhelm erhöht. Er ist einer der ältesten gut erhaltenen Burgtürme Deutschlands. Mit einer Mauerstärke von 5,70 Meter unterhalb des ersten Zinnenkranzes ist er ein imposantes Bauwerk. Der mächtigste Bergfried im Süden war wichtigster Verteidigungspunkt und letzter Zufluchtsort. Die bis zur äußersten Kante des Berghanges vorgeschobene, einst zinnenbegrenzte und mit Wehrgängen versehene Ringmauer sowie kleine Wehrtürme schützten die Burg zusätzlich an besonders gefährdeten Stellen. Vogt Heinrich der Reiche veranlasste den aufwendigen Ausbau der Burg im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts. Die Fertigstellung wird für 1193 angenommen. Das feste Haus zu Weida wurde auf einem Bergsporn zwischen den Flüssen Weida und Auma als militärische Befestigungsanlage erbaut. Die Burg erhielt erst im 17. Jahrhundert den Namen Osterburg. Bis ins späte Mittelalter war sie Regierungssitz der Vögte von Weida, die über ein für damalige Verhältnisse großes Gebiet herrschten und ihm den Namen Vogtland gaben. Unter den Wettinern war die Burg vom 15. bis zum 19. Jahrhundert Sitz der Amtsverwaltung und Gerichtsbehörde.
Heinrich II. Der Reiche war mit der Markgräfin Bertha von Gingen-Vorburg verheiratet, die ihm das reiche fränkische Erbe einbrachte. Die Heinrichinger gelten als die fernen Vorfahren des heute noch bestehenden Geschlechts der Reußen. Sein Vater, Vogt Heinrich I., der Fromme, war ein militärisch umsichtig handelnder Mann, dem die Sicherheit sehr wichtig war. Bereits unter Erkenbert II., Bruder von Heinrich I., begannen die ersten Arbeiten auf dem Berg Sporn am Hain, der Anzeichen einer alten Wallanlage aufwies. Der Turm der Osterburg war die erste und wichtigste Anlage, die in Angriff genommen wurde. Heinrich I., der Fromme, hat alles daran gesetzt, die Burg fertigstellen zu lassen. Mit dem Bau der Osterburg ist eine weitere Besiedlung am Fuß der Burg begonnen worden und somit entstand die Neustadt, die sich dann erheblich ausdehnte. In rund 30 Jahren sind der Turm sowie einige Amtsräume und Wirtschaftsgebäude errichtet worden. Die Burg erbauten Freie und Unfreie, Sorben und Deutsche mit dem Gesteinsmaterial, das im Stadtbereich abgebrochen wurde. Der Turm war letzter Zufluchtsort, Vorratskammer und Ausblick zugleich gewesen. Das gewaltige Mauerwerk war zu jener Zeit uneinnehmbar. Heinrich I., der Fromme, festigte mit dieser Burg die Macht der Weidaer. Er war verheiratet mit den Gräfinnen von Lauterburg und von Schwarzburg. Er starb 1193. Sein Sohn Heinrich II., der Reiche, hat als einziger das Vogtland allein regiert und vergrößert. Er starb vor 1209. Seine Söhne verwalteten den großen Besitz zunächst gemeinsam, obwohl die Wohnsitze schon an verschiedenen Orten waren. Die Vögte von Weida befanden sich in ständigen Fehden mit dem Burggrafen von Nürnberg. Im Ergebnis der Auseinandersetzungen wurde erreicht, dass im Aussterbefall der Vögte, so sagt es ein Vertrag von 1318, das Reichslehen Regnitzland dem Burggrafen von Nürnberg zufallen sollte. 1377 verlieh Vogt Heinrich XV. Von Weida der Stadt die ersten Rechte. Sie waren Ausdruck des Strebens der Stadtbürger nach größerer Selbstständigkeit. Erstmals wurden unter vögtischer Kontrolle Fleischer, Bäcker, Tuchmacher, Schuhmacher, Gerber, Schneider und Schmiede als Handwerker genannt. Sie vereinigten sich in Gewerken, deren Vormeister mit besonderen Rechten ausgestattet waren. Bei dem für Weida so bedeutenden Bäckerhandwerk wurde die Lehrzeit auf ein Jahr festgelegt. Bei der Aufnahme der Lehre zahlten die Lehrlinge eine Wachsgebühr und beim Meisterwerden 1 Pfund Wachs und einen Eimer guten Biers für die anwesenden Meister. Der Rat der Stadt bestellte Schauer, die das in den Brotbänken und den Fenstern der Bäckerhäuser liegende Brot nachwogen. War Untergewicht festgestellt, zog dies eine Bestrafung nach sich. Die Altstadt- und Neustadtmärkte hatten große Bedeutung als Wochenmärkte unter städtischer Aufsicht mit Festlegung der Getreidepreise und der Kontrolle der Maße und Gewichte. Wie alle Burganlagen diente die Osterburg auch zur sicheren Unterbringung Gefangener. Seit der frühen Neuzeit wurden hier kurze Festungshaften verbüßt. Zu längerer Haft verurteilte Strafgefangene wurden in andere Gefängnisbauten der Herrschaft überstellt. Der Gefangene, über den das Halsgericht das Todesurteil gefällt hatte, blieb bis zur Hinrichtung in seiner Zelle auf der Burg. Zu Beginn hatten die Zellen mehr Ähnlichkeit mit Verliesen oder kalten, stinkenden Kellerräumen. In den Stadtstatuten von 1483 wird auf der Osterburg am Fuße des Turmes der sogenannte Tumpsen, das Hundeloch, als Dunkelgefängnis genannt.
Nach den Bauernunruhen wurden im Jahr 1525 die gefangenen aufständischen Bauern zuerst im Burghof festgesetzt, bevor man sie in die Stadt zum Verhör durch den sächsischen Kurfürsten Johann und sein Gefolge führte. Mehrere dieser Gefangenen erwartete die Todesstrafe. Das letzte Todesurteil des Gerichts fällte der Richter 1831 über den 30-jährigen Doppelmörder Karl Wilhelm Oertel aus Möschlitz bei Schleiz. Am 19. Februar 1833 vollstreckte in Weida der Scharfrichter aus Eisenberg das Urteil mit dem Schwert. Hatte die Stadt damals auch kaum über 2500 Einwohner, so kamen den Berichten zufolge 20.000 Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung in einem regelrechten Hinrichtungstourismus zur letzten Hinrichtung nach Weida. Weider Stadtstatuten aus dem Jahre 1483 sagen aus, dass einige Gebäudeteile der Osterburg seit dem 15. Jahrhundert als Gefängnis benutzt wurden. Bekannt ist das Dunkelgefängnis am Fuße des Turmes, der sogenannte Tunzen oder das Hundeloch. In diesem winzigen, fensterlosen Kerker mussten diejenigen ihre Strafe verbüßen, die den Bürgergehorsam verweigert hatten. In Akten des Dresdner Staatsarchivs wird auch von einem Turmverlies berichtet. Später fand man Einrichtungen zum Versenken der Verurteilten. Geldsorgen waren es, die die Vögte zwangen, das Regnitzland an den Burggrafen Friedrich V. von Nürnberg zu verpfänden. Der Burggraf ernannte einen Amtmann für das Regnitzland, der anteilig die Abgaben für die Burggrafen einholte. Der Bruder Heinrichs des Ritters war Heinrich XIV., der Rote. Am 1. Juni 1373 verkaufte dieser Hof und das Regnitzland an den Burggrafen von Nürnberg. Die Wettiner haben wie die Burggrafen von Nürnberg die Schwäche der Vögte genutzt und sich die Lehnspflicht versichern lassen. Auch haben die Vögte untereinander Uneinigkeit aufkommen lassen und erst zu spät gemerkt, dass dies nur den Wettinern nutzte. In der Zeit von 1404 bis 1427 verloren sie den uralten Besitz an die Markgrafen von Meißen aufgrund erheblicher Verschuldungen. Die Herrschaft der Vögte von Weida fand damit ihr Ende. Die Weider Herrschaft ging durch Veräußerungen der Weider Vögte ab 1410 schrittweise an die Wettiner über. Diese gründeten das Amt Weida als lokalen Verwaltungsbezirk. Ab 1537 begannen die Wettiner mit umfangreichen Um- und Neubauten auf der Burg. In Fronarbeit entstand ein Schlossneubau im Renaissancestil, dessen Dachgeschoss mit zahlreichen nebeneinander angeordneten Zwerchgiebeln ausgestattet war. Die Beschaffung von Bauholz war Sache der Müller der Stadt. Zahlreiche Werksteine, Säulen, Wendeltreppen und Pfeiler holte man sich aus den Klöstern Kronschwitz und Mildenfurt. Für die in der Folge nie aufhörenden Bauarbeiten stand im Hofe eine mit Ziegeln gedeckte Zimmerei. Die Baugeschichte des Weider Bergfrieds reicht bis in die Gründungsphase der Burg zurück. Anhand der Keramik lässt sich der Gründungsbau in die Mitte des 12. Jahrhunderts datieren. Dieser einfache zylindrische Turm sicherte auf der Westseite der Burg den ansteigenden Bergrücken. Er hatte mit einer Gesamthöhe von etwa 12,5 Metern und einem Außendurchmesser von ca. 15 Metern ein gedrungenes Erscheinungsbild.
Im Rahmen der zweiten Baumaßnahme erhielt der zylindrische Schaft über einer Plattform einen Aufsatz. Dieser achteckige Aufbau wurde in Backstein errichtet. Er ist im erhaltenen Bestand etwa 9 Meter hoch. Im Turminneren gab es eine Zwischendecke und 2 Podeste. Über dem zylindrischen Unterbau, der aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammt, erhebt sich der oktogonale Backsteinaufsatz. Anhand der Mauertechnik, den Übermauerungen der Wandöffnungen auf der Turminnenseite und der Anlage des gemauerten Backsteinportals des ehemaligen Hocheingangs wird von einer Errichtung des Oktogons nach 1260 und vor 1300 ausgegangen. Seine heutige zweifach abgestufte Außenform mit den Zinnengrenzen und dem oberen Abschluss mit dem ca. 12 Meter hohen Spitzkegel erhielt der Bergfried im Rahmen einer dritten Baumaßnahme, die sich in die Zeit um 1343 datieren lässt. Im Turm befindet sich das 360-Grad-Museum. Hier wird der Film Die Geschichte des Vogtlandes und des Adelsgeschlechts der Reußen als 360-Grad-Projektion direkt auf das romanische Ziegelmauerwerk gezeigt. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun viel erfahren über die Osterburg in Weida. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!